Dieses Tiny House on Wheels sprengt alles, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Es hat einen der größten ausfahrbaren Erker. Es hat eine Breite von 3 Metern, schätze ich. Mit einer Ausnahmegenehmigung ist das auch dauerhaft zu fahren. Hier wahrscheinlich in Windeseile montiert worden. Wir sind auf der New Housing in Karlsruhe 2024. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Movo Tempelhof GmbH, Wagenbau, Modulbau, Tiny Houses und eine Schlosserei ist mit dran. Und wir gehen mit euch gleich mal zusammen rein. Hier sogar eine Trenntoilette mit extra Häuschen, wenn du draußen leben möchtest. Und hier kannst du dich natürlich maximal schnell verändern, wenn du einfach mal wieder auf Reisen gehen möchtest oder den Standort verändern willst. Denn das Ganze hat einen Drehschemelanhänger zu fahren mit einem ganz normalen CE-Führerschein. Ich bin tief beeindruckt. Fenster wie aus dem Haushalt und begeisterte Zuschauer. Also breit habe ich jetzt nur mal geschätzt. Wir gucken uns aber gleich mal die Details an. Vielleicht kriegen wir auch noch jemanden, der uns ein bisschen was erzählt. Vorne Zwillingsbereifung und hinten auch Zwillingsbereifung. Das heißt, von der Traglast her ist es hier schon wirklich schön ausgereizt. Cool. Außenrum habe ich schon alles ein bisschen erklärt. Ja. Auf dem Drehschemelanhänger, zweimal Zwillingsbereifung, CE-Führerschein, 3 Meter wahrscheinlich mit Dauerausnahmegenehmigung, oder? Nein, der hat 3,50 Meter Außenbreite. Der muss also auf einem Tieflader transportiert werden. Okay. Mit Begleitfahrzeug. Begleitfahrzeug, allem drum und dran. Geht aber noch relativ einfach im Vergleich zu über 4 Meter, oder? Das geht relativ einfach. Es dauert halt ein bisschen, bis man die Genehmigung hat, aber es ist kein Problem, das zu bekommen. Ich habe schon gesehen, alles ist blau, hier zusammen mit Victron. Wir können ja mal ganz kurz mal drum gehen. Das absolute Highlight, das verbirgt sich auf der anderen Seite. Ich habe es eben erst gesehen. Ja, du hast einen ganz kleinen Slideout eingebaut. Ja, der ist ganz klein, der hat 8 Quadratmeter. Da wird also die Kunden haben ihr Schlafzimmer dann darin. Also für sie ausreichend. Wir können ja gleich innen sehen, wie angenehm das Raumvolumen sich verändert, wenn man da noch ein Slideout dran hat. Ja, ist das Ganze, ist das jetzt Ladung hier quasi? Oder das ist Ladung, ja. Ladung. Also der ist auf dem Tieflader her transportiert worden. Ich bin zutiefst beeindruckt. Also alles, was man sieht, ist Autarkie. Das heißt, du kannst dich komplett selbst versorgen hier mit Solar und allem drum und dran? Ja, auf Wunsch. Das ist bedingt. Auf Wunsch könnte man natürlich die PV-Anlage so weit aufrüsten, dass sie das schafft. Hier haben wir das noch nicht geregelt, weil die Kunden das eben nicht als notwendig empfunden haben. Okay. Sie haben hier ein 300 Liter Wassersystem drin, womit man einfach so, sage ich mal, circa eine Woche auskommen kann. Der wird befüllt über ein Schlauchsystem und hat eine Membranpumpe, die auf abfallenden Druck reagiert, sodass eben, wenn man der Wasserhahn innen auftritt, wie in einem Wohnmobil, das Wasser aus der Leitung kommt. Das Ausgleichsgefäß, so ein bisschen wird hier die Story auch erzählt, was das Thema natürlich auch Wärmedämmung angeht. Das ist wahrscheinlich komplett offen. Ist diffusionsoffen hier die Bauweise? Ja, die ist diffusionsoffen. Okay. Wir haben hier einen gedämmten Kellerbereich, in dem wir da auch den Tank unten im Frostbereich beheizen können, sodass da auch im Winter der Betrieb gesichert ist. So, ihr seid eine Schlosserei und könnt auch Holzbau. Das sieht man so ein kleines bisschen. Habt ihr den Wagen selber gebaut, hier die Unterkonstruktion? Das, was Sie hier im verzinkten Bereich sehen, was für das Slideout da ist, ist alles selbst gebaut. Das Fahrgestell an sich ist ein altes Schaustellerfahrgestell, das wir dann umgerüstet haben auf den Bedarf dieses Wagens. Boah, es ist wunderschön. Optik von außen, das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen grauer im Laufe der Zeit? Oder? Das wird es. Der Wagen hat aber jetzt schon ein paar Monate auch draußen gestanden, weil die Kunden eben noch nicht so genau wussten, wo sie ihn dann letztendlich hinstellen wollen. Und es hat sich jetzt so wunderbar gefügt, dass der jetzt noch hier auf der Messe kann und dann am Dienstag ausgeliefert wird. Ja, stell dich mal kurz vor, ihr seid tatsächlich aus Berlin, oder? Nein, wir sind nicht aus Berlin. Wir sind vom Tempelhof, das ist in Baden-Württemberg in der Nähe von Dinkelsbühl. So. Bauzeit von dem Wagen? Wenn wir den jetzt in einem Stück gebaut hätten, wäre der ungefähr in 6 Monaten fertig. Und so? Ja, der hat halt länger gebraucht, weil die Kunden noch nicht so genau wussten, wohin und was sie genau alles haben wollten. Also das ist auch entstanden im Bauen noch teilweise. Und die Kunden haben auch selbst hier mitgewirkt beim Bau, was wir auch anbieten, dass eben die Menschen einen Bezug zu ihrem Produkt bekommen. Mhm. Die Höhe, was haben wir? Der hat jetzt eine Ladehöhe von 4,40 Meter.
Okay, auch hier gilt es natürlich genau die Streckenplanung zu berücksichtigen. Das geht. Also die Spediteure, die für uns fahren, haben da schon eine Sondergenehmigung mit der Überbreite 3 Meter. Und bei 3,50 Meter Breite holen sie sich eben halt die Streckengenehmigung. Ja, innen ist wahrscheinlich durch die Höhe die Nutzbarkeit auf 2 Etagen. Ich sehe es so ein kleines bisschen teilweise als Stauraum oben, oder? Nein, wir haben hier vorne einen Erker über dem Eingangsbereich, der von den Kunden als Ausweichschlafplatz genutzt werden möchte. Hier links, oder? Hier oben rein und dann hoch, ja. Okay. Kannst gerne reingehen. Ja, gerne. So, das habt ihr ein bisschen ausgelegt. Das Holz hier ist echt, was hier liegt? Eiche, oder? Eiche, ja. In diesem Boden das ist ein Eichenboden, ja. Wir haben hier auch noch Möglichkeiten, im Stauraum immer so zu nutzen, dass wir da einen Aufklappbereich haben, sodass Sie auch da den Stauraum unter der Treppe nutzen können. So, und Haushaltstechnik habt ihr komplett einmal versorgt. Dann auf der Seite eine komplette Victron-Steuerung, 230 Volt, Haustechnik. Die elektrische Anlage, hier ist dann das System vom Bereich. Wir haben eine Sockeltemperierung, die ihr hier unten seht. Hier laufen Kupferrohre drin, die im Kreissystem laufen. Da ist Wärmebrücken. eine Solarflüssigkeit eingefüllt, die hier mit dem Boiler aufgeheizt wird und dann eben über die Pumpe eben im System im Kreis einmal am Sockel des Wagens komplett zirkuliert. Sodass Sie also hier eine Grundtemperierung in dem Grundbereich unten kriegen. Dass wir eben da eben auch, wo der kälteste Punkt am Wagen ist, eben die Schimmelbildung vermeiden. Wer kam denn auf die Idee mit der Sohle und dem Durchlaufen? Ist es deine Idee gewesen? Nee, das hat der Max sich auch gedacht. Also, der Max, der Eigentümer. Der Max ist der Eigentümer der Firma, genau, und der hatte diese Idee, das zu machen. Und ja, seitdem wir das machen, haben wir eigentlich gar keine Probleme mehr mit der Feuchtigkeit im Eckbereich unten. Okay, das heißt, du gehst hin, also an den typischen Punkten, wo es kälter ist, genau, und da natürlich die Feuchtigkeit entsprechend kondensieren könnte, da ist Feierabend jetzt, oder? Da ist Feierabend, da ist immer trocken. So, und da oben habt ihr das Gleiche gemacht. Genau, ich habe so ein System noch nie gesehen. Temperieren, das ist einfach nur eine Temperierung. Also das heißt, nur ist jetzt mal in Anführungsstrichen gesetzt, um das... Sag mal, das ist hier ein Feeling drin. Du bist gerade drin hier auf einer Messe, ja, aber so das Raumgefühl draußen, wenn du das Fahrzeug benutzt mit dem Holz, da nimmt ja die Feuchtigkeit auf, das, ich sag mal, reguliert alles so ein bisschen. Ist das gut? Es ist sehr gut. Ich lebe auch in so einem Wagen. Echt? Ich muss mal zu dir kommen. Dreifachverglasung. Sag mal, hier irgendwelche Normen kann man erfüllen, oder? Zum Beispiel KfW 40? Also es gibt die Möglichkeit für diesen Wagen. Näher, das weiß ich jetzt nicht, ob das hinbekommt, aber wir sind hier im baugenehmigungsfähigen Bereich. So, zeig mal bitte, hier vorne ist eine Standard-Unterverteilung. Ja. Ist wahrscheinlich nicht viel zu sehen auf der Messe. Bitte? Hat schon einer. Ja, das ist schon was. Okay, also das könnt ihr auch dann natürlich. Dann haben wir dann einen Touchstand da eben für das, was da hier so passiert. Ja, sehr schön. Das sind unsere beiden Verbraucher, die da gerade anzeigen, dass wir Licht hier anhaben. Okay. Es kommt jetzt nichts rein über PV. Nee, die PV welch ein Wunder. Die PV ist ja nicht angeschlossen. Wir haben die einfach es käme wahrscheinlich sogar noch ein bisschen was rein, ja, je nachdem wie groß die ist. Ja. Kann gut sein, aber das mit dem einen Panel funktioniert es nicht. So, Schiebetüren hast du entwickelt. Ja. Darf ich die mal sehen? Die sind hier in der Wand einlaufen. Ja. Ich stelle mich mal dahinter. Ja. Also dass die Wand eben beidseitig genutzt werden kann. So, die laufen ziemlich gut. Ist das Holz ja schon behandelt innen eigentlich? Oder? Die Wände haben die Kunden selber mit der Oberfläche behandelt. Das war ihr Wunsch, das selbst zu machen. Da weiß man, was man hat, genau, so ein kleines bisschen. So, was wird das hier für ein Raum? Das wird für die Kunden das Büro. Wir möchten dieses hier als Büro-Zwischenraum nutzen. Können dann eben die Schiebetüren zuschieben, das Bad trennen und den Bereich der Technik trennen und den Bereich des Wohnens trennen. Warte mal kurz, du bist so schnell. Ja, okay, ich muss das einmal kurz mal erfassen. Das Ganze ist ordentlich gebaut. Ist Gewicht von dem Anhänger, was wiegt der? Wir haben noch nicht auf der Waage gehabt, ich denke mal so um die 15 Tonnen. 15 Tonnen, also was ganz Normales im Schaustellerbereich. Das ist wow, ich gucke schon darüber. Ich darf da, das machen wir gleich. So, dann hast du hier eine Trenntoilette drin, eine Komposttoilette. Ja, das ist auch so eine Besonderheit. Die Kunden hatten dieses Strobolo und wollten gerne, dass das hier eingebaut wird. Ja, das kann man machen, eine Tütentoilette. Ja, genau. Und ja, Kompost eingeschränkt, sagen wir es mal so. Da ist jetzt ein Lüfter dran, der saugt das Ganze ab. Das Ganze funktioniert auch recht gut. Ja. Kann man natürlich auch jederzeit anpassen an die Wunschtoilette seines Vertrauens. Also es wird wohl so sein, dass die Kunden eine separate Toilette sich noch irgendwo installieren und dieses dann rausnehmen. Deswegen ist es auch nicht mit irgendwelchen Rohren noch weiter nach außen verbunden, sondern nur mit 2 Schrauben fixiert. Man kann das rausnehmen. Das Bad wird da natürlich dadurch nochmal anders. Der Spiegel ist natürlich mega. Ich blicke mal gerade hier rein. Hallo und herzlich willkommen in einem Haus. Hier vorne ist ein Flächenstrahler, Strom.
Ich glaube, du brauchst auch nicht viel Energie hier, oder? Zum Heizen. Nö, also wenn wir die Türen auflassen und den Ofen anschwören, dann wird es gut warm. Krass. So, und jetzt kommt das absolute Highlight. Hier vorne ist noch eine Schiebetür. Das ist dieser Erker, Slide-Out. Ja, das habe ich gesagt, du hast ihn Erker genannt. Ich nenne ihn Erker, ja, weil ich bin eher im Deutschen beheimatet. Sehr schön. Und guck mal hier den Blick, wenn wir mal kurz nach links schwenken, wie sich das auftut. Ja, der Raum wird natürlich dadurch viel größer durch den Erker. Wir haben ja hier fast das Doppelte an Raumbreite. Das Doppelte, überlegt mal, die Vergrößerung um nochmal 100%, das ist mit Worten gar nicht zu beschreiben, oder? Es macht einfach ein ganz anderes Raumgefühl, klar. Bei uns ist es auch total wichtig, dass wir Erker bauen, in denen auch ich noch stehen kann. So, wenn du mir mal kurz verrätst, wie groß du bist. 1,80. 1,80. Wo kannst du denn stehen? Ja. Da ist jetzt ein Bett drin, auch nicht so viel Gedöns, weißt du, gut, man kann hier noch einen Schrank hinstellen, Ja, manchmal ist weniger mehr. Die Kunden planen das andersrum, also deswegen sind die Steckdosen auch auf der Seite. Okay. Die Kunden werden das Bett dann später andersrum stehen haben und sich dort einen Einbauschrank in die Nische stellen. Cool. So, und da ist ein Möbel fahrbar. Ja, das war der Wunsch der Kundin nochmal. Die wollte ganz gerne noch ein bisschen mehr Arbeitsplatte haben und hat dann eben hier diesen Schrank bekommen, den sie sich dann hinschieben kann, wo sie gerne möchte, damit sie noch ein bisschen mehr Arbeitsfläche hat. So, und das heißt, der ist jetzt wahrscheinlich nicht gedacht, um den am Tag 2-3 Mal raus und reinzufahren, der Erker. Ungefähr die Dauer hier Aufbau. Wie lange habt ihr gebraucht, bis er so stand? Also wir sind jetzt am Mittwochmorgen hier angekommen und in 3 Stunden stand der Wagen so weit, dass der begehbar war. Wow, 3 Stunden. Ja. Man darf natürlich auch dazu sagen, dass wir hier eine ganz ebene Fläche haben, die fundamentiert ist und Beton. Also wir brauchen da nur die Stützen runterdrehen. Wenn man das im Gelände aufstellt, muss man natürlich schon ein bisschen mehr was tun. Das Thema Geradestellen ist natürlich ein mega großes Thema. Ja. Ich überlege gerade, das Ganze kannst du natürlich einer Bauaufsicht nicht als Wohnmobil verkaufen. Das ist einfach ein bisschen groß, das ist ein Haus. Das ist ja ein Haus in dem Sinne, dass es aber auf Rädern ist, ja. Ich finde es mega schön. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das hier vorne aber kann man. Dafür kennst du dich super aus mit dem ganzen Material und alles, was so Echt? da ist. Toilette und dergleichen. Das ist der Zufall, habe ich alles. Aber wenn du jetzt mal hier schaust, die ganzen Oberflächen, hier die Eiche in Verbindung. So gebaut und das sind dann die Aufklappschränke, die voll nutzbar sind. Ne? Das ist natürlich die maximale Raumausnutzung. Ich mag auch das Holz hier, das sich nicht verzieht. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt normalerweise 2 Seiten bei Holz, das kennst du? Ja, das kennen wir, aber diese Fichten-Dreischichtplatte ist eigentlich relativ formstabil. Okay. Das heißt, ihr braucht keine Spannbänder oder irgendwas? Genau, an den Beschlägen haben wir natürlich dann auch geguckt, dass wir da eben auch ein Optimum haben, dass der Kunde das gut bedienen kann. So, hier hast du ein Gas. Die Ausdruckdrucker, also die Schutzkästen kommen raus. Ne? Wie leicht das geht, hast du gesehen? Ja. Die sind jetzt wahrscheinlich noch gar nicht final eingestellt, oder? Oder doch? Die sind final eingestellt. Der Wagen ist final, der wird ja am Dienstag ausgeliefert. So, was haben die Kunden denn gesagt jetzt, wo er fertig war? Ich meine, die haben ja auch mitgeholfen, die haben den Stand immer wieder gesehen, aber jetzt hier auf der Messe ist ja so die Absolution so ein kleines bisschen. Wir haben uns natürlich super gefreut, dass die Kunden bereit waren, dass wir diesen Wagen hier auf der Messe zeigen. Und sie freuen sich einfach, wenn er am Dienstag dann zu ihnen kommt. So, komm, wir machen mal eins, wir setzen uns mal gerade dahin. So, genau, wenn du mal gerade so lieb bist. Ich habe nämlich 1-2 Fragen noch, wenn man hier in den Raum blickt. Hier sind gerade in dem Raum so schätzungsweise 20 Kunden drin. Besucher hier auf der Messe, ja. Und trotzdem wirkt der Raum nicht voll. Er hat ja auch ein ganz anderes Raumvolumen, dadurch, dass wir innen die 3 Meter Breite haben und die 2,40 Meter Höhe haben, da am höchsten Punkt, ist das natürlich wunderbar. So, warum habe ich noch nie was von euch gehört? Seid ihr Spezialisten für diese Projekte oder macht ihr nochmal was anderes? Also wir haben es bisher noch nicht gebraucht, Werbung zu machen. Okay. Wir hatten immer so viele Kunden, die von uns was gebaut haben wollten und dann haben wir aber jetzt doch gesagt, komm, lass uns mal auf die Messe gehen. Wir haben ja so einen tollen Wagen, den wollen wir einfach vielen Leuten zeigen. Was muss ich denn ungefähr rechnen hier für so ein Spezialprojekt? Wenn man, ich meine, das besteht ja aus vielen Komponenten. Du brauchst natürlich hier das Fahrzeug, erstmal das Fahrgestell drunter, dann der ganze Ausbau, die Planung und so weiter. Das geht wahrscheinlich in die 200, 300.000 Euro oder mehr. Also dieser Wagen ist jetzt so, wie er hier steht, da hat einen Wert von 225.000. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also plus minus. Also von der Aufwand. Arbeitsstunden, was denkst du hier, 1000? Boah, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Weil wir haben so viele Menschen hier mitgearbeitet. Wir sind ja so ein Projekt, was eben vielen Menschen eine Möglichkeit zur Mitarbeit bietet. Und das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ist das nicht schwierig manchmal? Also wenn die Kunden auch mit dabei sind und jeder weiß es eventuell ein bisschen besser? Oder? Na, die Kunden suchen sich ja ganz speziell aus, was sie machen wollen. Ne? Wo sie Lust drauf haben, was sie in ihrem Bereich sehen, wo sie die Idee haben, das kriege ich hin.
Und dann haben wir sie gern dabei. Also Ist aber nichts für Leute, die sich nicht entscheiden können. Also du hast ja so viele Möglichkeiten im Grundriss. Du kannst dein Haus ja komplett selber planen. Also der Entscheidungsprozess in diesem Wagen war sehr lang. Also bis die speziell Kundin dann auch wusste, was sie alles wollte. So, hier vorne hast du noch einen ganz großen Ofen. Ja. Der gefällt mir natürlich auch maximal. Ja. Das, ist das nur mit Holz oder mit Briketts? Das ist ein Holz und Brikett, also alles Festbrennstoff möglich, ja. So, wir gehen noch einmal kurz nach außen. Das ist nochmal übrigens der Slideout von der linken Seite. Hier sieht man es. Nochmal die Raumfläche von dem Slideout. Was haben wir? 8 Quadratmeter. 8 Quadratmeter. Stark. Ich finde es mega. Auch die Türenbreite ist schon fast natürlich barrierefrei. Du musst erstmal hochkommen. Aber dann geht es so ein bisschen runter. Aber so der obere Bereich, da kommt man einfach rein. Auch hier ist die Breite okay. Wenn man aber den Wunsch hat, barrierefrei zu bauen, das wäre auch kein Problem. Das kann man entsprechend berücksichtigen, oder? Naja, man braucht dann halt eine relativ hohe Anfahrrampe, ne? Weil die Fahrgestelle meistens irgendwo 1,10 Meter Höhe haben. Ist aber auch das, was viele wollen. Die wollen dann, ich sag mal, draußen auch eine Terrasse haben, Genau. die ein klein wenig höher ist. Also wenn du normal den Wagen baust mit einer Eingangstür, die seitlich ist und als Terrassentür genutzt wird, dann entsteht ja davor die Terrasse und ist dann auch der Hauptzugang zum Wagen. So, ich zeige es nochmal draußen. Hier draußen ist ein Teil von der Terrasse. Ausgänge hat er 2 Stück, wie ich gerade eben festgestellt habe, oder? Ja, der Kunde hatte jetzt den Wunsch, dass er eben relativ ebenerdig einsteigen kann. Deswegen haben wir das Heck verlängert und tiefer gebaut, damit er hier den Innenbereich nutzen kann, um dann aufzusteigen in die 1,10 Meter Höhe. Und das ist hat auch den Vorteil, dass wir oben einfach nochmal die Zwischendecke einziehen konnten und trotzdem vorne die möglichst hohe Einstiegshöhe haben, damit man da einfach nicht gebückt reingehen muss. Vorne ist der Wandaufbau. Ja. Da ist natürlich, Baunormen machen ja mittlerweile Sinn, muss ich sagen, wenn man hier so baut wie ihr. Das ist kein totes Sandwich, was ihr habt. Hier irgendwie alles jetzt geschlossen, das ist alles offen. Das heißt, die Feuchtigkeit kann von innen nach außen und umgekehrt, oder? Ja, wir haben ja hier die Da ist eine Sperre. Dampfsperre, Ja. haben außen die Platte als Dampfsperrmöglichkeit und haben dadurch eben den optimalen Schutz für die Dämmung. So, hier Im vorne hast du. Decken- und Bodenbereich ist nochmal eine Windbahn eingebaut. Ah, okay. So, obendrauf, was ist so obendrauf auf dem Dach an Deckung? Dach ist eine EPDM-Deckung. Okay, sehr schön. So, wir gehen mal ganz kurz zurück. Ja, wenn ihr Interesse habt, ich habe echt gedacht, ihr kämt aus Berlin. So war die Anmoderation gerade eben. Tempelhof, da kommen aber viele drauf, wenn ihr es lesen, oder? Ja, da kommen viele drauf. Wir haben mal ein Projekt gebaut, was auch interessant ist, das Earthship nämlich, also das einzig genehmigte Earthship in Deutschland. Und da gab es auch Anfragen, Tempelhof, bringe ich euch eben vorbei, weil wir gesagt haben, wir nehmen Material gebraucht. Und dann war ihm klar, die meinten alle Tempelhof in Berlin und wir mussten dann korrigieren. So, ich zeig's mal gerade. Also da vorne, da ist die URL. Das, was wir sehen, das sind nochmal die technischen Daten. Da sind sie drauf. Hier gibt es nochmal einen QR-Code. Wenn ich den jetzt scanne, was passiert denn dann? Wo Dann komme ich kommst da du drauf? auf unsere Seite. Auf die Webseite. So, und könnt ihr jetzt mal abscannen. Und ja, ich bin beeindruckt, wenn auch Sie beeindruckt sind. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Abonniert German Television. Tschüss.